Für mich bedeutet Karriere, dass ich immer neue Aufgaben habe, an denen ich wachsen kann, persönlich, aber auch beruflich. Hi, ich bin Viktoria und habe an der Hochschule Merseburg Controlling studiert und neben meinem Studium habe ich in der Sortierhalle gearbeitet und bin nun im HR-Bereich. Ich bin seit August 2020 am DRL-Drehkreuz Leipzig und habe damals in der Mensa von Kommilitonen bzw. dann auch Arbeitskollegen von den Studentenjob in der Sortierhalle erfahren. Wir befinden uns hier in der Sortierhalle und zwar im Bereich Reload November, wo ich ein Jahr neben meinem Studium im Studierendenjob gearbeitet habe und Pakete sortiert habe. Wir befinden uns hier im Welcome and Training Center. Das war tatsächlich einer meiner Arbeitsplätze als Campus Scout und dort habe ich interessierten Studierenden meine Erfahrungen bei DRL mitgegeben und auch DRL vorgestellt. Wir befinden uns hier im Büro von Process and Performance und hier habe ich 9 Monate als Praktikantin gearbeitet. Und seit Juli 2023 bin ich bei HR, bei Retention Programs für die Mitarbeiterbefragung zuständig. Aber kommt mal mit, ich zeige euch, wie meine Karriere am DRL Drehkreuz Leipzig in der Sortierhalle gestartet hat. Wir befinden uns hier in dem Bereich Reload November, wo ich meinen Studentenjob quasi ein Jahr gemacht habe. Meine Aufgaben waren es, Pakete zu sortieren im Reload, das heißt von der Rutsche einmal in den Container oder im NCY-Bereich Pakete zu scannen und quasi mit den Staplerfahrern diese einzusortieren. Besonders viel Spaß gemacht hat mir, dass man gesehen hat, was denn hinter einem Versand eines Paketstückes steckt und auch die Zusammenarbeit mit den ganzen Kollegen hier. Die großen Vorteile eines Studierendenjobs sind natürlich, dass es vereinbar ist mit deinem Studium. Ich konnte mir neben meinem Studium schon ein Bild machen, was gibt es, was interessiert mich vielleicht und wo sehe ich vielleicht meine berufliche Zukunft. Wir befinden uns hier im Welcome and Training Center, was natürlich auch ein Arbeitsplatz von mir als Campus Scout war. Wir haben hier unsere Erfahrungen geteilt, aber auch an den Unicampus. Weiterhin begleiten wir aber auch Studenten an dem ersten Arbeitstag und dienen danach als Ansprechpartner für studentische Fragen. Tatsächlich bin ich auf den Job aufmerksam geworden, indem ich immer nachgehakt habe. Ich habe meine Supervisorin immer gefragt, was gibt es für Möglichkeiten. Sie hat mich danach auf den Job aufmerksam gemacht, aber tatsächlich kannten mich die Kollegen auch noch von dem Videodreh, wo ich meinen Studentenjob damals bei YouTube und bei Instagram geteilt habe. Wir befinden uns hier im Bereich Process and Performance. Dieser Bereich schaut, welche Prozesse man in der operativen optimieren kann, das heißt quasi an der Sortierhalle, aber auch auf der Rampe. Das heißt, es gab sehr vielseitige Projekte für mich. In dieser Zeit tatsächlich hat mich am meisten fasziniert, dass ich gesehen habe, wie viele Einflussfaktoren stimmen müssen, dass der Prozess funktioniert. Aber ich fand es umso faszinierender, dass es meistens tatsächlich auch am Ende funktioniert hat. Mein größtes Learning aus der Zeit war, dass ich gemerkt habe, dass Dauernachtschicht doch viel facettenreicher ist und viel mehr mit dem Körper macht. Deswegen ziehe ich auf jeden Fall einen Hut vor allen Kollegen und Kolleginnen, die in der Dauernachtschicht sind. Wir stehen jetzt nun im Verwaltungsgebäude, im HR-Bereich. Was sind meine Aufgaben? Wir sind für die Durchführung zuständig der Mitarbeiterbefragung, aber auch die Nachbereitung. Das heißt die Auswertung der Ergebnisse und das Kommunizieren an die Fachbereiche. Nachdem ich meinen Abschluss bekommen habe und mein Praktikum beendet habe, habe ich geschaut, was es intern denn für Stellen gibt. Und dann ist mir gleich die Stelle für den Experte Mitarbeiterbefragung ins Auge gesprungen, weil ich das Gefühl hatte, da kannst du was verändern, da kannst du die Verbesserungen für das Hub, für die Mitarbeiter hervorrufen und mit dran arbeiten. Und das hat mich eigentlich dazu bewegt, mich zu bewerben und ich wurde genommen. Die Mitarbeiterbefragung ist tatsächlich konzernweit, das heißt, alle Mitarbeitenden von DRL können daran teilnehmen und sie splittet sich in verschiedene Kennzahlen auf und wir können dann gucken, wo ist denn noch Entwicklungspotenzial.
Ein großer Vorteil natürlich für die Mitarbeiterbefragung zuständig zu sein, ist, dass man ja wirklich etwas bewegen kann. Ein kleiner Nachteil ist ehrlich gesagt, dass die Mitarbeiterbefragung ja immer im August und September stattfindet und ich natürlich nicht Urlaub machen kann im Sommer wie manch andere. Aber das ist nicht so schlimm, das ist mir wert. Für mich war eigentlich relativ klar, dass ich nach meinem Studium bei DHL bleibe, da ich erstens die Strukturen kenne, da ich die Unternehmensphilosophie sehr dolle mag und auch viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich auch gerne zusammenarbeite. Durch sehr viele inspirierende Personen bin ich da, wo ich jetzt bin. Durch diese Vielfältigkeit bei DHL sind so viele Personen dabei gewesen, die mich einfach unterstützt haben, supportet haben und dem bin ich ja auch sehr dankbar. Ein Tipp für die Studierenden am DHL Drehkreuz Leipzig ist, fragt immer nach, baut ein großes Netzwerk auf und seid offen und habt immer Spaß an eurer Arbeit. Und ist dein Interesse jetzt geweckt, dann bewirb dich auf anpacken-dhl.de.